Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es gar nicht um einen Griff, sondern um die, wie der Titel schon sagt, um den Prototypen einer 7/8 Zoll Klinge mit einem Pixel-Stick von Sabertech. Ich möchte auf meinen Prototypen eingehen, denn ich verbaue hier die Klinge oder den Stick nicht mit dem ursprünglich angedachten Schaumstoff, der dazwischen sein soll, denn der schluckt mir nach wie vor zu viel Licht. Und möchte natürlich beide bestehenden Systeme miteinander vergleichen. Es gibt schon ein paar Videos da draußen, in denen gesagt wird, wie hell diese Klinge nun ist im Vergleich zu zum Beispiel der V2-Klinge, den normalen Neopixel-Klingen. Kann ich euch auch nur empfehlen, setze ich auch noch einen Link rein unten in der Beschreibung. Seht euch das gerne an. Heute möchte ich speziell auf den Prototypen eingehen und eben noch ein paar Sicherheitshinweise geben, wann man diese Klinge benutzen kann und wann nicht. Egal ob jetzt mein Prototyp oder eine normale, neue abgegradete Klinge mit eben diesen neuen Sticks. So sieht so ein LED-Stripe zum Beispiel aus hier, den kann man hier verbiegen und so weiter. Das ist im Grunde ein langes Brett, was da drin ist. Natürlich ist das auch nicht perfekt formstabil, sonst könnte ich das über die Länge halt so spannen, ohne dass ich die Abstandshalter brauche, aber ich brauche halt hier deutlich weniger, weil die formstabil sind. Also das Ganze habe ich jetzt Ding auf Länge gespannt, Abstandshalter rein und ja, jetzt wollen wir direkt mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ich habe mir einen kleinen Adapter gebastelt. Das ist hier der Verschnitt einer 1 Zoll Klinge. Den habe ich über diese Klinge, über die 7/8 Zoll Klinge drüber gestülpt und kann den jetzt hier in meine 1 Zoll Auffassung einsetzen. So, wir starten hier das Ganze ein bisschen gemutet, denn es geht heute nur um das Licht und nicht um irgendwelche Sounds. Ich werde hier auch nicht mit irgendwelchen Superlativen rumschmeißen, die ich nicht meine. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich habe auch diesen Pixel-Stick, das ist nicht meiner, den habe ich ausgeliehen von jemandem, der den wirklich gekauft hat. Also hier wird nichts gesponsert oder sonst was. Also da möchte ich wirklich darauf hinweisen, das ist eine unabhängige Meinung. Und hier, wie gesagt, ist das ja auch nicht die gängige Art und Weise, diese neuen Klingen zu bauen, eben mit dem Schaumstoff, sondern das ist jetzt meine, eben ohne diesen Schaumstoff. Und hier werdet ihr genau das hören, was ich auch wirklich meine. So, und rein damit. Und das ist, ich weiß, diesen Effekt, die Klinge auf dem Video festzuhalten, das sieht immer geil aus wie im Film, aber scheiße, das ist richtig hell. Das ist wirklich richtig hell. Ihr seht hier jetzt nicht den großen Unterschied. Ich komme jetzt, versuche mal irgendwie das Ganze einzufangen, um auf ein paar Schwächen hinzuweisen. Und zwar eben, wir haben hier eine 7/8 Zoll Klinge. Wenn ich die ungefähr 30-40 cm von mir weghalte, sehe ich einfach nur Licht, einen ganz schmalen Streifen, also einen ganz kleinen schmalen Schatten hier auf der Seite. Das sehen wir hier. Hier sehen wir das. Wir können uns nachher auch ansehen, warum das so ist. Und wenn ich halt näher rangehe, sehe ich hier auch Dioden. Und zwar sehen wir hier jetzt auf die Kante des PCBs. Wir sehen hier die LEDs, die zu uns gerichtet sind, also diese seitlichen LEDs, das sind kleinere. Die sind auch deutlich näher an der Röhre dran und hier sehen wir auch einen Abstandshalter. So, der ist jetzt deutlicher zu sehen als davor in meinen Klingen, weil hier jetzt deutlich mehr Licht zu sehen ist und dann wird das Licht auch gebrochen an der Stelle, an der eben der Abstandshalter hier auf die Klinge trifft. So, also wir sehen hier diese Kante, die ist aber auch zu sehen bei den normal verbauten, das sieht man immer noch. Die Abstandshalter sieht man und hier sieht man, wenn man nah rangeht, einfach die Dioden, die einzelnen. Jetzt nicht stark, aber schon deutlich so. Wenn ich das Ganze jetzt so weghalte, wird das Ganze überstrahlt und das fällt nicht weiter auf. Dennoch ist das für mich nicht zufriedenstellend. Also man will die Dioden nicht sehen, auf keinen Fall. Hier sieht man jetzt noch so ein bisschen die Schnittkante. Das kann man natürlich auch so ein bisschen besser verstecken, indem man die Schnittkante der Diffusionsfolie, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, auf die Seite des PCBs legt. Aber sonst ist das Ding mega hell. Die Seitenschatten sind stark reduziert. Also ja, für mich, ich gucke mal gerade, wie viel Akku jetzt mittlerweile verbraucht ist. Okay, gar nicht mal so viel. Ich war jetzt bei 90, bevor ich das Video gestartet habe. Es macht jetzt wenig Sinn, aber ich setze mal kurz meine normale Klinge wieder rein. Das ist eine 1 Zoll Klinge. So. Vielleicht sieht man es anhand des Lichts, das auf dem Boden ist. Setzen wir mal kurz hier on the fly. Vielleicht sieht man es ja ein bisschen. Also es ist schon
schon das gleiche Licht, das mich anguckt, aber eben halt diesmal auch nach links und rechts. Und das ist einfach deutlich mehr Licht im Raum. Und ich kriege, genauso wie bei meiner, eben diese verblitzten Augen. Also da möchte man nicht lange reingucken. Das Ganze teste ich jetzt hier in grün, damit eben nur eine Diode Strom zieht und nicht wie bei weiß alle drei, denn das würde den Strom deutlich in die Höhe treiben, der gebraucht wird. So, wir wollen uns das Ganze jetzt mal am Computer ansehen, warum wir diesen Seitenschatten haben. Ich habe jetzt hier modelliert, wie der LED-Stick bei mir in der Klinge sitzt. Wir sehen jetzt einmal hier die Röhre, die Tube, in dunkelblau markiert. Wir sehen hier die Diffusionsfolie und dann sehen wir hier den Pixel-Stick. Ich habe jetzt hier nur ein kleines Segment genommen, denn aus Gründen der Übersichtlichkeit macht das keinen Sinn, den ganzen Stick zu modellieren und hier zu zeigen. So, wir sehen hier direkt schon mit bloßem Auge, dass der Abstand zwischen der LED, die nach oben und nach unten gerichtet ist, größer ist. Wir machen hier mal die Perspektive raus, orthogonal, sehen uns das Ganze hier an. Wir sehen hier, dass der Abstand bis zur blauen Folie, also hier habe ich sie blau eingefärbt, bis zur Folie deutlich größer ist als der Abstand der seitlich ausgerichteten LED zur Folie. Deswegen sieht man diese LEDs als Pixel durch die Diffusionsfolie durch. Bei den LEDs oben und unten sieht man diese nicht, da wird das Licht anständig verteilt. Jetzt noch die Frage, warum sehe ich diesen leichten Seitenschatten? Wir haben es eben gesehen, als ich die Klinge in die Kamera gehalten habe. Das hat folgenden Grund. Und zwar, wir gucken uns den hier jetzt mal an. Ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar habe ich hier die Winkel eingezeichnet, die LED ausgehend vom Mittelpunkt der LED, klar könnte man das ein bisschen nach links und rechts schieben, aber hier habe ich die 120 Grad eingezeichnet und wir sehen jetzt hier jede Menge Kreissegmente. Das ist das erste von der oberen LED, von der unteren LED und wir sehen hier die seitlichen. Und rein theoretisch, wenn ich hier den Mittelpunkt habe, dann sehen wir, dass die 120 Grad hier losgehen, 60 nach oben, 60 nach unten. Aber wir sehen auch, dass hier eine Kante im Weg ist. Ich habe jetzt hier einmal gestrichelt dargestellt, wo das Licht am Ende des PCB passieren kann. Und da haben wir dann nur noch einen Winkel von ca. 93 Grad. Heißt, 30 Grad sind verschenkt. Von diesem Punkt bis zu diesem Punkt werden wir vermindertes Licht haben. Wir haben hier keine direkte Lichteinstrahlung. Deswegen kommt es auch zustande, dass wir hier diese Kante einfach etwas deutlicher sehen, links und rechts. Das gleiche tritt natürlich auch hier auf. Ich habe diese Kreissegmente jetzt einfach mal extrudiert, um ein bisschen deutlicher zu machen, wo wir in der idealen Welt überall unser direktes Licht auf der Diffusionsfolie hätten oder auf der Röhre. Aber eben, weil wir diese Kante haben im PCB, müssen wir diesen Bereich wegnehmen und diesen Bereich auch. Und da sehen wir einfach, hier haben wir kein direktes Licht und hier haben wir es auch nicht. Dadurch kommt der Seitenschatten zustande. Und deswegen einfach nur, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber warum nicht einfach die LEDs ein bisschen weiter vorziehen, die Kontakte nach hinten verlagern, so dass wir eben hier nicht diese Seitenschatten haben. Und dann wäre es wirklich eine perfekte Sache. Es wurde auf Facebook schon ein bisschen darüber erzählt, dass man versucht, den Schaumstoff ein bisschen besser anzupassen, ihn auch dichter zu machen. Und da möchte ich sagen, dichterer Schaumstoff hat wieder zur Folge, dass das Licht vielleicht besser verteilt wird, aber die Lichtausbeute wird deutlich geringer sein. Irgendein Tod muss man halt leider immer wieder sterben. Will ich die perfekte Diffusion, wird etwas Licht verloren gehen. Will ich sehr viel Licht haben, habe ich weniger Diffusion. Solange also das Licht nicht aus einer rundlaufenden, perfekten Quelle kommt, werde ich also immer diese Diskrepanz haben. Das Fazit zu meinem Prototypen der 7/8 Zoll Klinge ist dieses, eben die LEDs sind, also speziell die seitlich angeordneten LEDs, das sehen wir ja auch hier am Computermodell, die sind einfach zu nah an der Röhre dran. Deswegen sehen wir die einzelnen Dioden. Ja, das ist kein schöner Effekt, das geht eigentlich nicht. Theoretisch könnte man jetzt überlegen, okay, dann mache ich die Diffusionsfolie dicker. Ich weiß aber nicht, wie viel man dann am Ende braucht, damit das Licht dann wieder vernünftig zerstreut wird. Ich bezweifle, dass das so einfach geht. Der schmale Streifen, der ist eben dadurch erzeugt, wie wir gesehen haben, dass die LEDs die seitlichen, ein bisschen zurückgesetzt wurden und nicht ganz am Rand sind des PCBs.
Vielleicht kann man da ja in Zukunft irgendwie bei Version 2 des Sticks ein bisschen darauf achten, dass der nach vorne gezogen wird, also die seitlich angeordneten LEDs. Ein bisschen weiter nach vorne und dann schöpfen wir auch wirklich die 120 Grad aus. Die Abstandshalter, die man bei mir jetzt auch ein bisschen deutlicher sieht, eben weil es das starke Licht unterbricht, die sind aus meiner Sicht, eben weil es nur 2 sind, die sieht man nicht. Also wenn man die Klinge sowieso von sich weghält, auch so schon, weil das Licht so hell ist und ich mache das Ganze hier in einem beleuchteten Raum. Ich sitze hier nicht im dunklen Kämmerlein ohne irgendwelche Lichtquellen oder sowas und werde dann geblendet. Nein, der Raum ist jetzt nicht taghell, es ist jetzt Abend draußen, aber ich habe hier die Zimmerlampe an und werde dementsprechend auch beleuchtet von oben und werde immer noch geblendet von der Klinge und sehe da nicht die Einzelheiten raus, eben weil das Licht so hell ist. Es überstrahlt das Ganze. Also für mich ist der Prototyp, was die 7/8 Zoll Klinge angeht, jetzt erstmal ja durchgefallen. So würde ich die nicht bauen und jemandem anbieten wollen, es sei denn, er will auf Gedeih und Verderb. Aber für die 1 Zoll Klinge sehe ich absolut das Potenzial. Und hier fehlt es mir einfach gerade noch an Material, dass ich den Prototypen für eine 1 Zoll Klinge baue. Das werde ich natürlich noch nachholen, sobald ich eine 1 Zoll Tube habe. Aber mir juckt es halt in den Fingern, hier schon mal für 7/8 Zoll das Ganze auch zu testen. Aber ihr könnt euch sicher sein, es kommt garantiert noch ein Video mit einer 1 Zoll Klinge und dann werden wir das Ganze nochmal testen. Und ich bin sehr optimistisch, dass das sehr gut aussehen wird.